Wir machen eine Spannmaßberechnung, damit wir nämlich, wenn wir irgendwo hier unsere Totalstation haben, dann haben wir hier zum Beispiel ein Haus, an dem wir uns orientieren wollen. Ich möchte mir hier unser Koordinatensystem entlang mit Hoch- und Rechtwert. Und jetzt möchten wir unseren Grabungsschnitt vielleicht später auch in diese Richtung anlegen und möchten, dass vielleicht hier unser Ursprung ist und in diese Richtung hoch und Rechtswert geht. Und dann könnten wir ja wohl kaum hier unser Tachymeter aufstellen. Deshalb nehmen wir jetzt einmal diesen Punkt hier. Hier können wir einen Flock reinschlagen und wir wissen, dass dieser Punkt hier, der hat Koordinaten, ein Hoch rechts und ein Z-Wert. Und für uns ist der Hochwert 1000, der Rechtswert 1000 und der Z-Wert, damit wir nicht durcheinander kommen, nehmen wir 100. Niemals 0, 0, 0, da kommen wir nur durcheinander und kriegen negative Zahlen. Das ist hier. Was Ihnen hier vorstellen, der kriegt natürlich auch einen Hochwert, einen Rechtswert und einen Z-Wert. Der Hochwert, der ist uns bekannt. Das Ding bewegt sich ja nicht auf der Hochachse. Deshalb kriegt auch er hier den Hochwert 1000. Der Rechtswert ist zwangsläufig hier diese 1000 plus diese Distanz. Das ist die Horizontaldistanz. Horizontaldistanz. Also ist der Rechtswert die 1000 plus die Horizontaldistanz. Der Z-Wert, da kann man sich das vorstellen, dass das vielleicht hier so nach unten geht. Und hier steht ein Haus. Das heißt, wenn hier ein Punkt ist, hier was anderer, dann haben wir diesen Unterschied. Und das ist Delta für Differenz in der Höhe. Jetzt gehen wir natürlich davon aus, dies hier ist negativ. Das heißt, unser Z-Wert wäre 100 minus dieses Delta H. Das heißt, in echt, wenn ich jetzt hier meinen Tachymeter stehen habe, und das praktisch ist, der kann hier stehen, der kann aber auch hier stehen, der kann auch dort stehen, dann kann ich jetzt einmal die Entfernung hierhin messen, dann schließe ich auf diesen Punkt hier und aus dem Winkel und der Entfernung zu diesen einzelnen Punkten wirft mir hier das Ergebnis aus, zum Beispiel, dass jetzt dies eine Horizontaldistanz von 25 Meter ist, dass dies eine Höhendifferenz von, dann sagt er mir zum Beispiel minus 1. Ich bleibe mal bei minus 1, das ist einfacher zu rechnen. Und hieraus wird dann also, dass ich hier eine Horizontaldistanz hier also eintrage. Hier habe ich minus 25 Meter, dann 1 Meter, was man hier minus und so weiter. Ich ziehe also das ab, weil ich 1 Meter tiefer bin. Immer ein bisschen aufpassen mit Plus, Minus und so weiter und so fort. Und dann kriege ich dann also raus, dass mein zweiter Punkt den Hochwert von 1000 hat, den R-Wert von 1025 und den Z-Wert von 99. Dies ist also
dieser Punkt hier. Damit haben wir einen Punkt mit bekannten Koordinaten. Wir haben einen zweiten Punkt, auch mit bekannten Koordinaten, und können jetzt in einem Koordinatensystem arbeiten, was genau an mein Haus oder hier an meinen Grabungsschnitt ausgerichtet ist.